Biker Lifestyle TV. Mittendrin statt nur dabei. Keine Straße glorifiziert die Geschichte des amerikanischen Traums mehr als die Route 66. Jeder Auto- und Motorradbegeisterte träumt davon, einmal die legendäre Mother Road zu erfahren, welche 2026 ihren 100. Geburtstag feiert. Die 2448 Meilen lange Straße führt das gesamte Inventar der amerikanischen PS-Kultur vor die Augen der Reisenden. Antike Tankstellen, flotte Diner, kuriose Motels und alte US-Cars. Diese Retro-Perspektive beginnt bekanntlich in Chicago und rollt durch 8 Bundesstaaten bis ans Ziel nach Los Angeles, an das berühmte Santa Monica Pier. Wir nehmen euch mit auf ein faszinierendes Stück amerikanischer Geschichte und Freiheit und zeigen euch die schönsten und kultigsten Plätze mit ihren Menschen auf der Route 66. Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer auf der Route 66. So, morgen. Wir sind wieder früh unterwegs, weil wir ja wieder einen tollen Weg vor uns haben. Jetzt machen wir heute Morgen erstmal die Cadillac Ranch, weil wir es gestern aus programmtechnischen Gründen nicht mehr geschafft haben. Schauen uns die an und dann fahren wir weiter Richtung Osten. Nach McLean als erstes, Shamrock immer noch in Texas, da gibt es auch einige schöne Wahrzeichen der Route 66. Dann kommen wir nach Oklahoma, das Route 66 Museum ist dort und heute Final Destination ist Oklahoma City, Bricktown, wunderschöne Altstadt, auch so mit Kanälen und ein paar gute Musikgeschichten sind da und dann gehen wir heute Abend da wohl auch essen. Erster Halt ist die Cadillac Ranch auf einem Kornfeld außerhalb von Amarillo. 1974 wurden von einer Künstlergruppe 10 Cadillacs in einer Linie und im gleichen Winkel mit der vorderen Hälfte eingegraben. Sie sollen den Niedergang der Heckflossenmodelle repräsentieren. Leider sind die Autos, oder besser was noch davon übrig ist, kiloweise mit Farbe besprüht und fast jeder Besucher will sich hier verewigen. Naja, also ich weiß nicht, es ist wirklich nur noch von Lack gehalten, von den Cadillacs ist keine Spur mehr. Aber es ist eine Route 66 Attraction und das haben wir gerne gemacht. Einen Kilometer weiter können wir noch ein paar schönere Cadillacs fotografieren. Und danach heißt es Back on the Road. Die Interstate bringt uns 110 Meilen weiter nach Shamrock. Hier begrüßt uns an der Route 66 das U-Drop-In, eine alte Conoco-Tankstelle aus dem Jahr 1936. Das im Art Deco-Style erbaute U-Drop-In wurde 1997 aufwendig restauriert und unter Denkmalschutz gestellt. Seither ist es eine Roadside-Attraktion an der Mother Road. Weil schon wieder eine Gewitterfront auf uns zukommt, flüchten wir schnell in den nächsten Bundesstaat. In Oklahoma halten wir in Elk City am Route 66 Museum, das aber leider nicht geöffnet hat. Also machen wir ein paar Bilder und weiter geht die Reise auf der alten Route 66, welche hier in einem sehr schlechten Zustand ist.
Während wir durch Oklahoma cruisen, zeigt sich die Landschaft abwechslungsreich. Von Meile zu Meile wird langsam der Straßenbelag wieder besser. An einem Grundstück namens Fort Smith müssen wir noch ein paar Fotos von alten Autos machen, die, wie es scheint, dem Besitzer des Grundstücks gehören. Verscheucht oder mit der Schrotflinte bedroht hat uns niemand, also können wir beruhigt weiterfahren. Jetzt sind wir mal die alte Route 66 bis zur Bridgeport Bridge gefahren. Aber empfehlenswert war die Straße nicht. Die war wirklich in einem sehr schlechten Zustand. Speed Limit war 55, aber war echt nicht mehr zu machen mit den Harleys. Es hat so gerappelt, da waren so Riesenhügel mittendrin, also war schon grenzwertig. Ja, jetzt geht es Richtung Oklahoma City und wir werden die letzte Strecke, wie die andere, auch nochmal Autobahn fahren, weil uns so ein kleiner Tornado im Rücken ist. Und wir fahren immer vor dem her und wollen wirklich den nicht live miterleben und lieber im Hotel sein. Ja, da bin ich einmal sagen. Welcome to Oklahoma City! Nach heftigen 440 Kilometern erreichen wir endlich Oklahoma City, die Cowboystadt mit Herz. Unser Hotel befindet sich im Bricktown District und nachdem wir ausgepackt haben, schaden uns ein paar Schritte zu Fuß in ein typisch amerikanisches Western-Restaurant nicht. Zufällig sind heute die NBA Finals und die Oklahoma City Thunders scheinen zu gewinnen. Deshalb sind alle schon während des Essens ziemlich aus dem Häuschen. Auf dem Weg zurück ins Hotel spazieren wir durch die wunderschöne Kulisse von Bricktown. Leider haben wir hier nur eine Nacht. Für Oklahoma City sollte man sich auf jeden Fall 2 Tage Zeit lassen. Heute stehen wieder über 400 Kilometer auf dem Plan. Doch zunächst gibt es ein herzhaftes Frühstück im Cattleman's Steakhouse, direkt im Viertel von Stockyard City, wo sich ein Western Store an den anderen reiht. Seit 1910 gehen hier Ranger und Cowboys ein und aus. Unter anderem Prominente wie John Wayne, Ronald Reagan und viele mehr. So ist es uns eine Ehre, hier frühstücken zu dürfen. Stimmt es, dass die Cowboys schon zum Frühstück ein Steak essen? Möchten wir wissen. Steak und Eier, ja. Meistens isst jeder Steak und Eier. Wir öffnen schon um 6 Uhr morgens. Und das lassen wir uns gleich mal schmecken. So, jetzt hat man ein super Frühstück in dem Cattleman's Steakhouse hier in Stockyard. Aber der wirkliche Grund, warum wir hier sind, sind natürlich, dass wir jetzt auch zum Stockyard, zu dem Viehhandel gehen und uns mal eine Auktion angucken. Das ist auch einer der größten aktiven Märkte in den USA, wo die Viecher hier getradet werden. Danach machen wir uns auf die Route 66 Strecke. Es ist die längste erhaltenste Strecke in Oklahoma, also der ganzen Route 66. Und das können wir jetzt nach 2 Tagen viel Autobahn fahren. Freuen wir uns, glaube ich, auf ein bisschen Original Route 66 mit den ganzen tollen Sehenswürdigkeiten. Können wir gebrauchen. Ja. Jetzt geht's zur Rinderversteigerung. Ein Erlebnis, das man nicht jeden Tag hat. Von weit her bringen die Ranger ihre Rinder in riesigen Trucks. Über 10.000 Tiere jeden Tag. Der Rohstoff für den Hamburger. Wo sind die Rindviecher? Über unzählige Gatter führt die Brücke zur alten Auktionshalle. Cowboys sind damit beschäftigt, die jungen Rinder zu sortieren und in die Auktionshalle zu treiben.
Im Auktionsbereich dann ein einmaliges Schauspiel, welches stundenlang ein ganz eigenes Hörerlebnis garantiert. Den Sprechgesang des Auktionärs. Nur mit kurzen Handzeichen oder einem Augenblinzeln werden Gebote signalisiert. Eamon ist auf einer Rinderfarm aufgewachsen und Profi. Dies hier gibt es schon 100 Jahre und der Verkauf startet um 8 Uhr morgens und es gibt viele gute Rinder. Nach diesem Ohrenschmaus inklusive Stallgeruch sind wir zurück auf der Route 66 und einige Meilen weiter besuchen wir die nächste Roadside Attraction. Arcadia Barn heißt das. Ist schon von 1926 her sehr beliebt gewesen auf der Route 66. Die Leute haben hier immer angehalten, aber es ist dann wirklich nicht gepflegt worden, verfallen, 1988 eingestürzt, aber dann haben sich Leute zusammengetan und seit 92 steht es hier wieder. Man kann reingehen, man kann ein bisschen was über die Geschichte der Route 66 erfahren und das machen wir jetzt. Der Grund für die runde Form der Scheune ist recht einfach. Da der Bundesstaat Oklahoma oft von Tornados heimgesucht wird, dachte der Erbauer der Scheune, dass die runde Form größeren Schutz vor Schäden durch die Stürme bietet. Dieses heutige Naturdenkmal wurde später in der Blütezeit der Route 66 zweckentfremdet und war für die Reisenden eine willkommene Einkehr. 1988 ist das ganze Ding, das Dach zusammengefallen. Die Straße hat uns wieder und der Meilenzähler steigt stetig an. Wir durchqueren urige Städte wie Chandler und Stroud, durch welche uns die Route 66 führt. Unzählige Meilen weiter sind wir in Tulsa, der zweitgrößten Stadt Oklahomas. Das Meadow Gold Sign ist ein Wahrzeichen der Route 66 in Tulsa. Es ist heiß und ein kurzer Fotostopp bei den Giants von Meadow Gold Mac mit einer erfrischenden Cola tut gut. Berühmte blaue Wal. Unweit der Stadt Tulsa kommt man beim Blue Whale of Catoosa vorbei, einer der bekanntesten Attraktionen der alten Route 66. Der überdimensionale Blauwal wurde zu einem beliebten Badeplatz für Einheimische und Reisende auf der Mother Road. Nach einem längeren Stück Highway inklusive ein paar verwirrenden Umleitungen und Route 66 Schildern machen wir in Veneta City bei einem alten Diner Pause. Wunderschön, die Route 66, die alte in Oklahoma, wirklich fast durchgehend, aber manchmal kommen Schilder links, rechts, geradeaus. Historische Route 66, dann ist man doch etwas irritiert. Man fährt dann dem Navi nach, das Navi dreht und dreht und dreht und sagt, nein, es ging links rum, nein, es ging rechts rum. Naja, wir müssen weiter. Ein
einfach unserem Gefühl folgen und wir werden schon da ankommen, wo wir sind, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen Verspätung haben. Jetzt gehen wir uns erstmal erfrischen, weil das bringt ja nichts, bei 32 Grad in der Hitze weiterzufahren. Wir werden noch ankommen heute Abend in Missouri. Kurz vor Sonnenuntergang kommen wir leicht ausgelaugt von der Hitze und den Meilen in Cathaig an. So, wie ist es denn so noch? 400 Kilometer oder mehr? Es reicht jetzt auch. Froh, dass ich da bin. Ach, das ist eigentlich nicht schlimm. Wir hatten heute schönes Wetter, klar ein bisschen warm, aber der Fahrtwind zwischendurch hat uns immer wieder runtergekühlt. Und wir hatten auch genügend Pausen zwischendurch, wo man was trinken konnte. Also so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Das historische Boots Motel aus dem Jahr 1939 wurde aufwendig restauriert und versetzt uns mit seinen original 50er Jahre eingerichteten Zimmern zurück in die Vergangenheit. Nach unserem tollen Ritt gestern durch Oklahoma ist heute Missouri den ganzen Tag auf dem Plan. Ich finde dieses Hotel hier, das Boot Court Hotel hier in Carthage, ist wirklich sehr gelungen. Es ist von 1939, war ehemals eine kleine Tankstelle. Hier sieht man noch im Boden, wo die Säule war. Und die haben es dann betrieben und 2021 aufwendig saniert. Also ich finde, die Zimmer sind sehr hübsch, also es war wirklich angenehm. Und man konnte abends so schön zusammensitzen, das ist cool. Also heute haben wir nochmal einen längeren Ritt nach St. Louis, aber werden auch schöne Stationen auf schönen Stationen anhalten. Erste ist jetzt heute Morgen, werden wir uns mit der Barbara treffen in Parita Gay und danach Springfield, Missouri, Rolla, also einige schöne Monumente. Dann sollten wir jetzt mal los. Das Wetter ist ja fantastisch. Ja. Bis zu unserem ersten Ziel begleitet uns eine gepflegte Agrarlandschaft mit Feldern und Farmen auf der hier gut erhaltenen Route 66. In Halltown sind wir an einem Refugium angelangt, das den alten Geist der legendären Straße perfekt bewahrt hat. Die alte Tankstelle und ehemalige Werkstatt zeigt sich super restauriert mit einzigartigen Relikten der Vergangenheit. Wir sind jetzt ungefähr 50 Kilometer von Carthage hingefahren. Also ich hatte das Gefühl, ich fahre durch grüne Wiesen. Es war extrem sauber, wirklich, ich habe so gut wie gar keinen Müll. Ich hatte auch das Gefühl, die würden alle 2 Tage ihren Rasen mähen. Wirklich eine wunderschöne Fahrt für den Morgen. Es fing so mit 22 Grad an und jetzt geht es langsam hoch. Also war eine tolle Fahrt und so auf seinem typischen Route 66 Byway. Das heißt, die gibt es hier überall, die mal links und rechts abgehen und dann ist das die 96 gewesen und dann gab es einen ganz kleinen Abschnitt, den muss man auch wirklich vorher kennen, um hier hinzukommen. Aber das hier ist der Wahnsinn. Jetzt warten wir noch auf die Eigentümerin, die kommt jeden Moment und dann fragen wir sie mal nach der alten Geschichte. Won't you let me dream that you're mine again? In der Blütezeit der Mother Road war dies hier die einzige Werkstatt weit und breit, die den westwärts ziehenden Reisenden helfen konnte. I'm just a fool and I can't get over you. So let me dream if my dreams can. Und wir sind da jetzt in einem Garten gelandet an der alten Route 66. Das ist gewaltig. Also ich bin völlig baff. Das ist einer der besten Spots, den ich je auf der Route 66 gesehen habe. Mir gefällt er besser wie Hackberry. Das war immer so ein absolutes Highlight. Aber was sich hier abspielt, ist unbeschreiblich. So viele alte Teile, da könnte man Stunden schauen und hätte nicht alles gesehen. Also grandios.
if my dreams can come true. Wir bewundern die alten Fahrzeuge und Kleinodien. Unzählige Motive füllen hier unsere Speicherkarten. Der Besitzer, Gary Turner, verstarb 2015. Seit 2016 wird die Station von seiner Tochter Barbara weiter betrieben. Die originale Tankstelle eröffnete 1976 und wir sind nächstes Jahr auch 100 Jahre. Ja, und mein Vater restaurierte die Tankstelle ca. 2004. Und dann halfen mein Onkel und mein Cousin ihm dabei, alles aufzubereiten. He had my uncle and my cousin do. They recreated the gas station, the shirt shop, and the pavilion for folks. Cars drove through. Yeah, it was very busy. My neighbor down the road. In den 20er Jahren war sehr viel los. Meine Nachbarin mit 88 Jahren erzählte mir, dass sie, als sie klein war, aufpassen musste beim Überqueren der Straße, weil so viel Verkehr war. Jetzt ist es weniger, aber immer noch genügend los. But it's still busy. It's still busy. Wir steigen wieder in den Sattel und die Fahrt geht weiter auf den original erhaltenen Teilstücken der Route 66. Wir genießen den Ride in vollen Zügen. Schöne Landschaft in Missouri. Richtig geil. In Springfield ist ein Besuch des Route 66 Car Museum für Oldtimer-Fans Pflicht. Nach einer kurzen Preisverhandlung zahlen wir 10 statt $15 Eintritt. Das Museum widmet sich der Präsentation und Erhaltung einiger der typischsten und schönsten Oldtimer-Sportwagen und klassischer Autos der Geschichte. Darunter sind auch einige Filmautos. Autofan, wie ist es für dich in so einem Museum? Ja, ist sehr interessant hier bei den Amerikanern, weil andere Modelle hier ausgestellt werden, als wir bei uns in Europa sehen können. Zwar sind die Europäer offensichtlich hier auch ganz beliebt, weil einige alte Engländer besonders werden ausgestellt, auch ein paar schöne Italiener, De Tomaso und so. Aber diese ganz alten Amerikaner hier, Packard und dergleichen, die findest du bei uns in den Museen recht selten. Und von daher gesehen sind die auch hier in ganz gutem Zustand restauriert und macht schon Spaß, sich das anzugucken. Wir folgen weiter dem Verlauf der alten Route 66 und die Umgebung zeigt sich abwechslungsreich. In Lebanon machen wir Mittagspause, nicht ohne ein paar Fotos an den schönen Muriels gemacht zu haben. Im Bayou Café stärken wir uns für die kommenden Meilen mit Catfish und Burger.
Meile für Meile treiben wir unsere Harleys Richtung Osten. Und hier oben in Missouri zeigt sich die Landschaft mit Wald und sattem Grün. Irgendwann am Nachmittag stoßen wir auf die Devil's Elbow Bridge. Sie liegt aufgrund einer modernen Brücke ein paar Meilen abseits, aber sie war bis ins Jahr 1943 ein wichtiger Übergang über den Big Piney River. Nach langen 450 Kilometern empfängt uns am frühen Abend das Tor zum Westen, das Gateway Arch in St. Louis. Schnell bringen wir unsere Sachen ins Hotel und auf geht's zum Jefferson Memorial Park, um das Wahrzeichen der Stadt zu fotografieren. Auf der kurzen Fahrt hinunter zum Park zeigen die Gebäude eine reiche Geschichte. Der 1967 eröffnete gigantische Bogen mit 192 Meter Höhe spannt sich in bestem Licht über uns. Direkt am Ufer des Mississippi weist sein Standort auf den Ausgangspunkt der Lewis- und Clark-Expedition hin. St. Louis bietet noch viel mehr, aber leider haben wir nur eine Nacht. Morgen! So, St. Louis. Schöne Stadt mit dem Arch. Haben wir tolle Bilder gestern Abend noch gemacht, gerade noch so geschafft mit dem Sonnenuntergang. Jetzt geht's heute nach Illinois. Also es sind ein paar Meilen hier raus und schon sind wir von Missouri nach Illinois und dann fahren wir nach Pontiac und freue mich heute Mittag auf Springfield, Illinois. Das ist auch eine tolle Stadt und ich denke mir, da werden wir viele schöne Sachen sehen auf der Route 66. Über den Interstate verlassen wir St. Louis und steuern dem 40 Meilen entfernten Städtchen Livingston entgegen. Hier gibt es die Pink Elephant Antique Mall, ein riesiges Altwaren- und Souvenirgeschäft. Vor dem ehemaligen Schulhaus hat man allerhand Kitsch aufgebaut, eben typisch amerikanisch. Der dazugehörige Diner ist allerdings ein wunderschönes Original. Wir sind jetzt hier in Livingston, Illinois gelandet, in dem Pink Elephant Antique Mall. Und hier findet man allerlei alte Geschichten, manchmal doch recht preislich hoch angesetzt, aber ich bin ganz sicher, man kann auch hier ein paar Schnäppchen machen, je nachdem, was man gerne mag. Ich stöber jetzt mal rum, ich stehe so auf alte Kennzeichen aus verschiedenen Staaten und die finde ich cool, also da werden wir bestimmt was finden. Fast 3900 Kilometer haben wir nun schon auf der Uhr, auf unserem Weg von Osten. Und die Route 66 zeigt sich in der entgegengesetzten Richtung kein Stück langweilig. Der einzige Nachteil ist, dass wir durch die zwei Zeitzonen immer wieder eine Stunde verlieren, was aber keineswegs dramatisch ist. ...60 Meilen später sind wir bereits in Illinois und zweigen kurz vor Auburn links ab. Hier befindet sich ein kurzer Abschnitt der Route 66, welches das alte Kopfsteinpflaster der 20er Jahre bewahrt hat. Von 1926 bis 1930 war die Straße mit diesen hier noch originalen Steinen gepflastert.
Es ist schon wieder Mittag und an einer weiteren Roadside Attraction, dem Cozy Dog Drive-In, machen wir Pause. Hier gibt es seit über 70 Jahren die originalen Corn Dogs. Illinois, what is the special on your things, Cozy Dog Drive-In? We're famous for the Cozy Dog, which is a hot dog on a stick dipped in batter. Das Spezielle an unseren Corn Dogs ist der Hotdog im Maisteigmantel. Und das Familienrestaurant ist jetzt in der 3. Generation. Und es gibt nur uns und keine weiteren Franchise-Lokale. Jetzt wollen wir dieses Würstchen im Teigmantel aber auch probieren. Mit allen typischen Zutaten. Cozy Dog. Ich kann gar nicht sagen, wonach das schmeckt. Ja, wie schmeckt's denn? Kann ich gar nicht deuten. Wie Kartoffelkroketten mit Würstchen. Total lecker. Weiter geht es jetzt durch ein typisch amerikanisches Wohnviertel zu einer alten Tankstelle in Williamsville. Diese wurde Mitte der 30er Jahre entlang der Route 66 gebaut, als sie durch das Dorf Williamsville verlief. Reisende und Einheimische trafen sich hier, um Kaffee zu trinken, zu plaudern und Neuigkeiten von der Mother Road auszutauschen. Einige Meilen weiter fällt uns rechts in Elkhart wieder ein schönes Wallpainting auf. Und da alle Durst haben, machen wir eine kurze Foto- und Drinkpause. Was gibt's denn Feines? Lucky Club Cola and $1 Million Grape. Schmeckt eher wie ein Bubba Bubba Kaugummi. Eine weitere alte Tankstelle steht etwas versteckt in Lincoln. Unsere Tour bietet auf diesem Abschnitt viele spektakuläre Fotomotive, so auch ein riesiges Graffiti in McLean. Kurze Zeit später sind wir am Route 66 Museum in Pontiac, unserem Ziel für heute. Pontiac ist voll mit Street-Art-Wandmalereien. Good question. So our murals, the big one that we took the big picture in front of, the huge shield, that one was first painted. Das erste große hier auf der Front wurde 2007 gemalt und die 18 anderen hier in der Stadt wurden 2009 in 4 Tagen erstellt. Wir hatten 200 Künstler in der Stadt und der Rest kam nach und nach. We had 200 artists show up to town and they painted all 18 murals in 4 days. And then we've added on to them since then. So we've added additional ones as well. Vor dem Route 66 Museum steht ein skurriler Schulbus, die sogenannte Roadjagd von Bob Waldmeyer. Robert Waldmeyer war ein amerikanischer Künstler und Kartograf, der für seine Kunstwerke entlang der US Route 66 bekannt ist. Er war ein Eremit und Kämpfer für den Erhalt der Straße und erhielt dafür den John Steinbeck Award. Bob starb im Alter von nur 64 Jahren 2009 an Krebs. Guten Morgen alle zusammen. Ich hoffe, es war wieder eine schöne, beruhigende Nacht, weil heute machen wir noch ein wunderschönes Stück in Illinois und rein theoretisch würde die Route 66 heute Abend für uns enden in Chicago. Aber ich denke, wir machen noch einen kleinen Umweg über Milwaukee und schauen uns heute Abend, gibt es da donnerstagsabends immer das Harley-Fest. Da gehen wir hin und morgen noch mal ins Museum. Ich finde, das liegt so nah, das sollten wir uns nicht entgehen lassen, bevor wir dann endgültig morgen in Chicago enden. Unser Konvoi setzt sich in Richtung Dwight in Gang. Hier finden wir die alte Ambler-Becker Texaco-Tankstelle. Das schön restaurierte Relikt aus dem Jahr 1933 ist ein Muss für Route 66-Fans. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Reisenden Anekdoten über diese Location zu erzählen. Wir dürfen uns sogar in das alte Feuerwehrauto setzen.
Auf der anderen Straßenseite finden wir wieder einige Wandgemälde an einem Diner und treffen tatsächlich den Künstler bei der Arbeit. Er hat sehr viele Gebäude in Dwight bemalt, erzählt er uns, und bezahlt wird er von der Kommune für seinen künstlerischen Einsatz. Weiter auf der Route 66 durch Illinois wartet in Wilmington die überdimensionale Astronautenfigur des Gemini Giant. Die 9 Meter hohe Statue ist eine der vielen riesigen Muffler-Man-Werbefiguren aus den 60er Jahren und soll an das Gemini-Raumfahrtprogramm erinnern. Unsere Fahrt geht weiter nach Joliet zum Old Joliet Prison. Das Gefängnis diente im Film Blues Brothers als Kulisse und wurde dadurch weltberühmt. Das berüchtigte Gefängnis wurde 1858 eröffnet und von Häftlingen erbaut, die vom Staat an den Bauunternehmer vermietet wurden. Bei unserem Rundgang treffen wir einen Angestellten des heutigen Museums. Er erzählt uns, dass hier die schlimmsten der schlimmsten Verbrecher eingesperrt waren. Gangs beherrschten das ganze Gefängnis und wenn du nicht einer Gang angehörtest, warst du Opfer. Du musstest also einer Gang angehören, dann warst du geschützt. Wir lassen von uns ein Verbrecherfoto machen und bei der Besichtigung der Zellen versetzen wir uns zurück in eine schreckliche Zeit in diesem Gefängnis. Das ist schon ziemlich eine wilde Zeit wahrscheinlich und sehr, sehr, sehr hart, wenn man hier drin gesessen hat. Nachdem wir das Gefängnis wieder als freie Menschen verlassen durften, begeben wir uns auf den letzten Abschnitt unseres Roadtrips auf der Route 66 von Santa Monica nach Chicago. Bevor die Reise in Chicago endet, machen wir noch einen Abstecher nach Milwaukee in Wisconsin zum Harley-Davidson-Museum. Leider fallen die Temperaturen jetzt merklich und als wir bei dem Treffen am Museum ankommen, hat es nur noch 15 Grad. An jedem letzten Donnerstag im Monat findet am Werksgelände ab 17 Uhr ein Treffen für Harley-Enthusiasten und Fans der Marke statt. Mit guter Verpflegung, Drinks und einer rockigen Liveband. Das lassen wir uns nicht entgehen und tauchen ein in das bunte Treiben. Es dürften sich rund 150 bis 200 Fahrzeuge eingefunden haben, um ein wenig zu feiern und dem Markenstatus zu huldigen. Gegen 21 Uhr ist es aber generell wieder schnell vorbei. Am Morgen brechen wir nochmals zum Fabrikgelände von Harley-Davidson auf. Die Führung durch das Werksmuseum stellt ein besonderes Highlight der langen Reise dar. Im Werk erwarten uns 2 Guides, die uns durch die ruhmreiche Geschichte des weltweit ältesten und noch amtierenden Motorradherstellers unterweisen. Wir tauchen ein in den Mythos Harley-Davidson und dürfen auch Abschnitte des Museums betreten, welche normalerweise nicht zu besichtigen sind. Chris, ein Mitarbeiter des Museums, erklärt uns, dass hier noch einmal 500 Motorräder untergebracht sind und dass seit 1919 jeweils ein Motorrad aus der Fertigung für die Sammlung aufgehoben wurde. Und manchmal sucht er auch noch sehr seltene Modelle.
Wir haben berühmte Rennfahrzeuge und unter anderem Filmmotorräder wie Arnold's Fatboy aus dem Film Terminator und einige Prototypen, die nie auf den Markt kamen. War eine tolle Sache. Wir hatten das Glück, dass wir sogar noch mit der Führung in Bereiche vom Harley-Archiv reingehen durften, wo man Filmbikes sehen konnte, sehr seltene Bikes und wo auch die Bikes genommen werden, die am Ende einer Produktionslinie gesammelt werden. Und immer wird ein Bike aus einer Produktionslinie heraus ins Archiv hinterher reingestellt. Und die Arbeit da ein bisschen zu sehen, auch an alten Motorrädern, war ein ganz interessanter Einblick, den man normalerweise nicht kriegt. Nach der interessanten Führung fahren wir die letzten Meilen unserer fast 5000 Kilometer langen Tour von Milwaukee nach Chicago, zur Eagle Rider Station in der Großstadt Chicago. Und auf dem letzten Kilometer haben wir sogar noch Glück. Was ist los? Da würde ich sagen, das war mal eine Punktlandung. Von der Tankstelle weg, gekuppelt, zack, Zug gerissen, Feierabend. Da bin ich schön im ersten Gang weitergetuckert, bis ich hier angekommen bin. Ziel erreicht. Nachdem wir unsere Harleys abgegeben haben, stürzen wir uns in die pulsierende Metropole am Michigansee. Von unserem Hotel, dem Swiss Hotel, direkt am Riverbend Groove, kann man alles zu Fuß erkunden. Chicago ist eine faszinierende Stadt und man sollte auf jeden Fall mindestens 2 bis 3 Tage hier verbringen. Mit einer Einwohnerzahl von 2,6 Millionen ist sie die drittgrößte Stadt der Vereinigten Staaten. Chicago ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine wichtige Handelsstadt in den Vereinigten Staaten. Einen ganzen Tag lang spazieren wir durch die Schluchten der Wolkenkratzer und füllen den Restspeicher unserer Smartphones mit den Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt. Eigentlich sollte man allein über Chicago eine Reportage machen. Vielleicht das nächste Mal. Den krönenden Abschluss unserer Motorradreise auf der Route 66 bildet Chicago bei Nacht und der Besuch des 442 Meter hohen Willis Tower mit seiner Glasplattform. Man ist nicht in Chicago gewesen, wenn man nicht eine der berühmten Blues-Bars mit Live-Musik besucht hat. Für unseren letzten Abend wählen wir eine der Top-Locations der Stadt, das House of Blues, wo wir bei Live Music diese einzigartige Tour noch einmal Revue passieren lassen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine sehr schöne Tour. Ich hätte mir nur ein paar Tage mehr gewünscht. Also in 14 Tagen ist es einfach zu stressig und man sollte mindestens eigentlich, wenn es geht, 3 Wochen machen. Ich bin total begeistert und super, super. Von Anfang bis Ende war es einfach nur klasse. Also ich würde sagen, man sollte sich aber auch vorher mit der Route 66 und der Geschichte etwas befasst haben, um die Sachen ganz anders zu empfinden und zu verstehen, was da passiert ist oder was heute noch da ist, dass der Fortschritt von damals
die Route 66 hat entstehen lassen. Und dann kam der nächste Fortschritt und dadurch wurde sie dann im Prinzip abgestempelt, vergessen und jetzt versucht man es wieder ein bisschen zu retten. Also ich fand es insgesamt eine tolle Tour. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen, wenn aber ein bisschen mehr Zeit. Ja, es war traumhaft, mit tollen Menschen mal so eine Tour zu machen, vor allem mal verkehrt rum, von LA nach Chicago. Ja, die Route 66 hat so viel zu bieten. Super Eindrücke haben wir gewonnen und die ganzen alten Tankstellen. Ja, das war einfach mega, war eine Mega-Tour. Also kann man nicht anders sagen. Großartig. Wer Lust und Liebe hat, sowas einmal zu erleben, sollte das buchen. Das ist gewaltig. Also ich kann es nur loben und bin über alle Maßen begeistert. Also ich fand es schön. Es war natürlich eine Herausforderung, die Strecke zu bewältigen, aber es war total toll. Und mit neuen Motorrädern zu fahren, so gemeinsam, das war schon Gänsehaut-Feeling pur. Landschaftlich sehr abwechslungsreich, natürlich auch zwischendurch lange gerade Straßen, die man noch überwinden muss, muss man schon sagen. Der Abschnitt von Amboy über Oatman, Kingman, Seligman fand ich persönlich am schönsten. Gerade so die kurvenreiche Strecke um Oatman herum war fantastisch. Wir hatten die Möglichkeit, ganz viele auch außergewöhnliche Sachen zu sehen. Rodeos zum Beispiel in Texas. Und ich muss sagen, mir ist noch nie so bewusst geworden, dass die Texaner im wirklichen Sinne die Bayern der USA sind. So mir san mir, die Mentalität kriegt man voll mit. Und insofern war es echt eine Bereicherung, die Tour hier mit unheimlich netten Leuten zusammen zu machen. Und Vicky als Road Captain hat das perfekt gemacht. Ich habe mich jederzeit wohlgefühlt und akzeptiert worden in der Gruppe, so als Frau, so als schwächstes Glied quasi. War super. Es hat wirklich Spaß gemacht. Tolle Eindrücke. Das war schon ein heißer Ritt. Ne? Ich habe jetzt 4.800 Kilometer auf der Uhr. Wir sind von Kalte ins Warme, von Nassen ins Trockene, von heiß ins Kühle. Ja, das war schon ein Abenteuer, auf jeden Fall. Herausforderung. Ja. In den Schluchten der Wolkenkratzer steht das Schild der Meile 0 der Route 66 an der Ecke Michigan Avenue, East Adams Street. Hier beginnt oder in unserem Fall endet das Abenteuer Route 66. Ja, super schön auch mal von LA nach Chicago zu fahren, weil meiner Meinung nach haben wir da überhaupt keinen Unterschied, ob ich von oben nach unten, von unten nach oben, von rechts nach links. Wir hatten super Eindrücke. Ich fand immer Arizona, Kalifornien wäre das schönste, erhaltenste Stück, muss ich revidieren. Texas, Oklahoma, wunderschöne Strecken, wunderschöne Städtchen. Also mein Fazit ist immer, Fahrt von unten nach oben und vielleicht sogar self-guided. Da kann man anhalten, wo man will, fahren, wie man will und ja, good ride. Seit beinahe 100 Jahren verkörpert es den Wunsch und Traum vieler Amerikaner, in den Westen vorzustoßen und ihr Glück zu finden. Die Menschen kommen und gehen, aber die Route 66 bleibt. Diese Straße ist mehr als nur ein Highway, den auch wir erfahren durften. Sie ist der Cultural Way of Life.